Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Unterm Messer, eurem hoffentlich Lieblingspodcast im Bereich Beauty und Plastic Surgery. Mein Name ist Barbie Breakout und ich sitze hier mit dem immer wieder großartigen Christian Rössing. Hallo mein Schatz. Hallo mein Schatz und guten Abend. Heute ist Eclipse Day. Ist es? Yes, und wir nehmen das gerade auf during the eclipse. Da merke ich immer, wie weltfremd ich bin, dass ich sowas überhaupt nicht mitbekomme. Ich krieg's auf Instagram mit, dass irgendwelche Leute Brillennöte haben, aber ansonsten ich hab's nicht auf dem Schirm, ob das bei uns ist oder woanders. Wenn es hier gleich ganz dunkel wird, dann wisst ihr Bescheid, warum. Ich glaube, wir sind schon fast. Ne, obwohl es könnte noch passieren, aber okay. Okay. Naja, mein Gott. Mein Schatz, geht's dir gut? Mir geht's super. Der Sommer neigt sich dem Ende. Ja. Es gab ja heiße Zeiten, also es ist ja auch immer in unserem Business dann eine spezielle Zeit. Inwiefern? Ferienzeit, es ist heiß, welche Behandlung kann man machen in der Hitze, welche nicht. Die Leute sind unsicher und es ist natürlich Urlaubszeit, die möchte ich ja auch genießen. Ja. Lasert ihr überhaupt im Sommer oder gar nicht? Gar nicht. Also, auch keine leichteren? Nee, da bin ich ganz strikt drin. Alles, was also Hautdamage, wirklich superfizielles Hautdamage ist, wie eben ein Laser ist, machen wir einfach nicht in der hellen Jahreszeit. Ab Oktober wieder. Gibt es andere Sachen, wo ihr sagt, machen wir im Sommer einfach nicht? Also Lipo, wir sind gleich im Thema. Fettabsaugung, wenn man ganz lange dann so eine enge Weste tragen muss, macht ihr das trotzdem im Sommer? Oder wir machen es auf, wenn es unbedingt gewollt ist. Ich empfehle es aber einfach nicht. Es ist anstrengend. Es gibt ein paar OPs, die funktionieren im Sommer gut und manche, warum? Es gibt ja, ich sage ja immer, es ist einfach kein Notfall. Eine Lipo ist echt kein Notfall und mein Gott, dann mach's doch einfach vom Oktober bis April und enjoy the summer. Ja, ihr Süßen, da sind wir schon mitten im Thema. Unser Thema ist, ihr habt es schon gesehen, der Titel der Folge ist einfach nur Fett. Ein bisschen triggering vielleicht für ein paar von uns. Wir haben da sicherlich auch schon viele unschöne Dinge gemacht. Also ich für meinen Teil kann das auf jeden Fall bestätigen, um das ungeliebte Fett loszuwerden. Und es hat lange gedauert, sich damit anzufreunden. Und dann kam GLP-1 und dann habe ich festgestellt, das ist eine Freundschaft, die ich nicht weiter pflegen muss und möchte. Und habe mich dann wieder von ein paar Kilos entledigt. Aber es ist ja heutzutage gar nicht mehr so, dass Fett nur ungeliebter Ballast ist, sondern ihr nutzt das mittlerweile richtig doll. Ne? Fett ist so auf dem Vormarsch und revolutioniert so ein bisschen das, was man sonst mit Filler gemacht hätte. Oder sehe ich das falsch? So fing es im Prinzip an. Und das ist gar nicht eine Entwicklung, die es erst seit 3-4 Jahren gibt. Das gibt es wirklich schon seit, also ich denke mal 15 Jahre, 20 Jahre, bestimmt sogar noch mehr als 20 Jahre, hat sich natürlich immer weiter wie viele Techniken verfeinert. Und ich persönlich und viele meiner Kollegen wenden das natürlich immer öfter an für verschiedene Zwecke. Nicht nur um einen Filler zu ersetzen oder es besser zu bekommen als mit einem Filler, sondern für Verjüngungen, für Volumenaufbau an Körperregionen, ob das dann immer alles so gut war und man hat auch aus vielen Dingen gelernt. Ich denke, da gehen wir jetzt auch in der Folge drauf ein. Aber es ist wir sagen auch immer, das ist so ein bisschen das Gold des Körpers, was wir ziemlich gut verwenden können. Also ich stehe voll drauf. Na, wir hatten ja, die von euch, die jetzt schon uns länger folgen und mehrere Folgen schon geschaut haben, werden sich vielleicht an die Folge erinnern, wo wir mein Gesicht ein bisschen renoviert haben. Und da haben wir auch mit Eigenfett gearbeitet, beziehungsweise du hast da mit Eigenfett gearbeitet und du hattest mir das schon angekündigt, dass das bei den Aknenarben einen Effekt haben wird. Und ich habe es nicht geglaubt, weil ich schon so oft gehört habe, du wirst danach glatte Haut haben und die Aknenarben sind weg und so. Und es hat ja nie gestimmt, also jetzt nicht von dir, aber von anderen. Aber in dem Fall war dann tatsächlich eine Änderung zu sehen und ich war ganz entsetzt und ganz positiv schockiert, dass tatsächlich mal was geholfen hat. Ja, und das ist eine von vielen Anwendungen und das funktioniert aber, das muss man auch sagen, nicht bei jedem gleich. Da bei allen Fetttherapien ist die Wiederholung auch oft das Mittel der Wahl. Bei manchen klappt es beim ersten oder zweiten Mal schon, manche müssen 3-4 Mal das Ganze machen. Aber es ist immer im Ende, wenn es richtig angewendet wird, gibt es doch irgendwie einen positiven Effekt. Weil sich es aber auch abbaut. Weil sich es auch abbaut, und das ist ein Thema, was wir jetzt, denke ich, auch noch besprechen, wie die ganzen Anwendungsregionen an unserem Körper. Was für eine Art von Fett spritzen wir ein? Spritzen wir das Originalfett ein in den Fettzellgrößen, die wir da gewinnen?
im Gesicht bestimmt nicht, sondern zerkleinern wir die, nehmen wir kleine, nehmen wir ganz kleine, zerhäckseln wir die vielleicht auch nur und damit einen Rejuvenation-Effekt zu erreichen. In dem Fall der Aknenarben ist es im Prinzip Nanofett, was allein durch den Einbringvorgang mit diesen stumpfen Kanülen raspeln wir sozusagen auch ein bisschen diese Vernarbungen von unten an. Wir frischen das sozusagen an und spritzen diesen frischen Dünger deines eigenen Körpers dort ein und dann passieren diese wundersamen Dinge. Also es funktioniert. Toll. Toll, toll, toll. Gut, dann lass uns mal, ich würde sagen, weil wir haben ein sehr großes, weites Feld heute zu bestellen, weil einfach so viele verschiedene Sachen möglich sind. Ich würde trotzdem klassischerweise, glaube ich, mit dem Fettabbau beginnen. Also mit den klassischen, mit der Lipo, mit den klassischen Methoden. Da hat sich ja auch, glaube ich, sehr viel getan in den letzten Jahren, was da möglich ist, oder? Im Ende ja und nein, muss ich sagen. Die Art, wie man es absaugt, basiert fast immer, also es gibt verschiedene Techniken, aber im Grunde genommen, man löst Fettzellen mit einer Flüssigkeit, einfach mit Kochsalzlösung, gibt es wahrscheinlich verschiedene Zusammensetzungen, die jeder wählt. Da ist ein bisschen Betäubungsmittel mit dabei, gefäßverengende Substanzen, damit es nicht so viele blaue Flecken gibt. Aber dann saugt man diese aufgeschwemmten Zellen mit einem Unterdruck, mit einem Fettabsaugeschlauch sozusagen raus. Da gibt es natürlich jetzt immer viel bessere Techniken. Das fing an mit der Tumeszenztechnik mit Vibrationen, die gibt es immer noch und die ist super. Das ist dieses Micro-Air-Technik. Also das ist eine Kanüle, die neben dem Saugeffekt auch vibriert und damit recht schonend Fettzellen löst. Es gibt eine weitere Technik, wo man da nicht die Hände an zu jucken, wenn man das Ja, das macht? tun sie, wirklich. Ne? Also das vibriert so stark unter Umständen, dass man so ein bisschen das Gefühl hat, die Finger schlafen an einen. Deswegen finde ich das als Anwender nicht so richtig toll. Aber die Ergebnisse sind toll. Man kann echt gut kontuieren. Das ist so fürs Bodyshaping super. Dann haben wir auch noch eine andere Technik, benutzen wir auch recht häufig immer noch. Das ist die sogenannte Wasserstrahlassistierte Liposuktion. Da wird also mit einem, ähnlich wie ein Zerstäuber mit einem hohen Druck, die Flüssigkeit ins Gewebe gepumpt und dann lösen sich dadurch schon die Fettzellen und man saugt es gleichzeitig aus. Man verhindert dann, dass man so aufgepumpt wird bei der Fettabsaugung. Und dann gibt es eine laserassistierte Liposuktion, da wird sozusagen durch die Laserenergie das Fett verflüssigt und abgesaugt. Geschmolzen sozusagen. Und das sind so, sag ich mal, die Haupttechniken, die wir auch anwenden. Okay. Ich habe meine zu erinnern, dass ich irgendwas gesehen hätte, dass es auch so parallel Techniken jetzt gibt, also dass man quasi saugt und ist das gleichzeitig auch schon von innen irgendwie so ein bisschen mit Laser oder irgendwas tightend und verödet oder so, dass ich gleichzeitig die Hautschrift, stimmt das? Oder habe ich das stimmt. Das ist nicht ganz gleichzeitig. Man muss schon irgendwie das Absaugen und das Straffen so ein bisschen voneinander trennen. Das ist aber in einem operativen Vorgang, also in einer Sitzung ist das möglich. Auch da sind die Techniken unterschiedlich. Ich nutze hier gerne eine laserbasierte oder auch eine radiofrequenzbasierte Straffungstechnik. Das beruht beides auf Erhitzen dieses leeren Schwammgerüsts, wo die Fettzellen drin lagen, dieses Gewebe. Das schrumpfen wir durch die Hitze etwas zusammen und dadurch entsteht ein glättender und auch ein straffender Effekt. Okay, Hitze. Es ist einfach Hitze. Mit Kryo macht man gar nicht mehr, oder? Ich glaube, es wird noch gelegentlich angewendet, aber es ist sehr marginal. Also man hat dieser Hype, der ist ja wirklich von ganz oben nach ganz unten gegangen. Ich kenne nicht mehr viele, die es anwenden. Weil das, was Linda Evangelista passiert ist, dass die diese Beulen bekommen hat und diese Löcher, weil das mehreren Leuten passiert ist, oder? Und auch so ein Wildwuchs, glaube ich, entstanden ist? Es ist nicht so häufig passiert, wie man vielleicht aus diesem prominenten Fall ableiten könnte. Aber das hat natürlich dieser Firma echt wehgetan. Und ich fand immer, dass die Ergebnisse nicht so berauschend waren. Das war also die Indikation ist echt eng. Das klappte halt auch nicht bei jedem. Dann wurde ja das sozusagen Haut mit der Fett eingesaugt, unterkühlt. Und oftmals war einfach die Homogenität dann nicht gegeben. Das sah halt oftmals nicht so gut aus. Und viele haben auch gar nicht einen großen Effekt gehabt. Das heißt, das Skalpen an sich war dann auch nicht so genau. Es war nicht so genau. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich jetzt der weiseste Vorausschauer bin, aber ich habe immer gesagt, ich finde es einfach schöner, das Fett rausnehmen und in den Mülleimer schmeißen oder
was damit machen, als es einzufrieren und den Körper rackern zu lassen, es abzubauen, fand ich immer nicht so galant, ehrlich gesagt. Jetzt weiß ich, ich habe das sehr oft gehört, dass eine Fettzelle, die einmal weg ist, nicht mehr nachwachsen kann. Stimmt das denn? Also wenn sie weg ist sie weg. Okay, wenn man sie abgesaugt hat, ist sie weg. Ja, aber wir saugen nie, man kann einfach nicht 100% absaugen. Die verbliebenen Fettzellen in ihren Verbänden, wenn sie ernährt werden, mit Blut versorgt sind, die können natürlich auch wieder größer werden. Die können ja klein sein, groß sein, und da kommt es auf den prozentualen Range an, was an Fettzellen noch da ist. Was schaffen die, dass man wieder dick wird an den Stellen? Das ist manchmal erschreckend, was da geht. Also es wäre vermessen zu sagen, dass wir absaugen und es bleibt dort für immer weg. Der Grund, oder wenn ich Leute berate für eine Fettabsaugung, sind natürlich die besten Kandidaten die ein Normalgewicht haben, aber einfach unter Problemzonen leiden. Also da noch das Ringchen da am Bauch ist oder unter den Achseln dann ein bisschen Speck oder am Rücken. Da gibt es ja zig Regionen, das ist ja auch genetisch irgendwie festgelegt. Die sind die Besten, die eignen sich, und wenn man bei denen absaugt und sie halten ihr Normalgewicht, dann bleibt das. Also das ist sicher, das bleibt. Wenn man aber Kalorien zu sich führt und das übertreibt, dann wird man einfach wieder dicker, das ist so. Wie ist das denn, wenn man, also wir haben jetzt, ich stelle mir den Prozess vor, das wird mit irgendeiner Lösung aufgepumpt, dann wird es abgesaugt. Ihr geht da mit diesen relativ dicken Rohren da rein und stochert da so rum, ne? Und dann muss man ja erstmal diese Mieder tragen und diese Presskleidung. Warum ist das wichtig? Das ist wichtig. Ich erkläre es auch den potenziellen Patientinnen und Patienten so. Wir pumpen das Gewebe auf, wir saugen es ab und dann ist das wie ein leeres Schwammtrabekelwerk, was wir zusammenquetschen müssen. Das ist ja gefüllt noch mit Flüssigkeit von diesem operativen Prozess die ersten Tage. Dann will Lymphflüssigkeit sich dort reinbetten. Das saugt es quasi an. Und da ist Kompression wichtig, dass man es einfach quetscht. Und das Ganze auch im Zusammenhang meistens auch noch mit einer guten Lymphdrainage, was nichts mehr heißt und auch nichts weniger, als den Lymphabfluss zu aktivieren in Richtung der Lymphabflussbahn und das behandelte Gewebe damit eben zu entschwellen und zu entschlacken. Ich meine, also ich habe auf jeden Fall schon gesehen, dass man auch so, dass es Leute gibt, die so sehr präzise saugen können, dass die dann so Sixpacks reinsaugen und so, ne, so eine Definition reinsaugen. Macht ihr das auch? Das machen wir auch. Das funktioniert auch ganz gut, wenn die Leute so eine Voraussetzung haben, dass sie eigentlich nach unserer Auffassung vielleicht gar keine Fettabsaugung brauchen würden, dann kann man so ein Body Contouring machen. Du kannst natürlich nicht bei jemandem, der eigentlich ein bisschen speckig ist, den kannst du auch nicht wirklich dünn und drahtig saugen und schon gar kein Sixpack reinbauen. Ich habe letztes Jahr im Strandurlaub einen Mann gesehen, der war wirklich ziemlich dicklich und hatte ein Sixpack. Hast du auch gesehen? Also von weitem. Ich erzähle die Geschichte ganz häufig, dass ich auf Ibiza saß in der Croissant-Show. Morgens noch mit so ein bisschen Kater und habe so vor mich hingestarrt und da kam ein Typ in Badehose mit so einer Plauze, kam auf mich zu und ich habe so aus dem Augenwinkel, habe ich den angeschaut und habe die ganze Zeit gedacht, irgendwas ist nicht richtig. Irgendwas an diesem Bild ist nicht richtig. Und dann ist mir aufgefallen, dass der hier vorne, das wird aber nicht gesaugt gewesen sein, das wird schon, glaube ich, Silikon oder so gewesen sein, aber der hatte halt so ein Waschbrett vorne drauf, auf der Kugel drauf. Plauze. Und da habe ich auch gedacht, Maus, das ist, glaube ich, was ist da schief gelaufen? Und genau das habe ich auch gesehen. Ich dachte mir, hey, was ist das irgendwie? Ich wusste, was passt nicht. Und das sind natürlich, also korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber das ist ja total bescheuert. Es ist bekloppt, aber es ist natürlich, wenn man übergewichtig ist oder mehrgewichtig ist, das hatte ich ja auch jahrelang, dass ich mich damit sehr befasst habe, wie ich das irgendwie schöner machen kann. Den sehr dicken Körper, den ich dann hatte. Und dann setzt man halt solchen komischen Sachen, setzt man halt dann auch auf oft. Ne? Ich habe dann ja auch was ich mit Filler gemacht habe, ich habe dann einfach hier überfüllt und da überfüllt, weil ich dachte, dann habe ich eine Kontur im Gesicht wieder, dann sah ich halt aus wie ein Teletubby. Und und ich meine, das ist eine Sache, die ich oft gesehen habe bei FreundInnen von mir, die selber auch mehrgewichtig sind und waren, die dann eine Fettabsaugung unbedingt haben wollten und dann festgestellt haben, ach so doof, es gibt ja ganz viel inneres Fett, was wir gar nicht absaugen können, Richtig. Was unter der Bauchdecke ist, unter dem, ne, da, so.
viszerales Und ich kann mich nicht dünn saugen lassen, weil da ist halt dann, an anderen Stellen ist halt nach wie vor Fett, an das wir gar nicht rankommen, was auch gefährlich wäre, daran zu gehen. Und dann war das dann, fanden die das auch blöd. Ja. So. Lass uns mal über Komplikationen reden, weil ich weiß auf jeden Fall, ich habe auch Freunde, die eine Fettabsaugung hatten und bäulich danach waren und super unzufrieden sind und das Gefühl haben, sie haben sich jetzt irgendwie die Figur versaut. Wie passiert das? In der Regel passiert das, wenn, leider muss man es so sagen, wenn der Operateur Stümpert's. es nicht richtig macht. So einfach ist die Sache. Ein bisschen ist natürlich auch die Voraussetzung. Es gibt natürlich Menschen, die haben Zellulite, die haben eben schon ein ganz schlechtes Gewebe. Das ist schon so weich und uneben. Wenn man das natürlich, wenn man da Fett reduzieren will, wird dadurch die Oberfläche nicht besser. Man kann versuchen mit diesen Maßnahmen, mit diesen Straffungsgeschichten, mit den Energy Devices da was hinzukriegen, aber es wird nie so richtig gut. Aber wenn jemand einfach nur Fett abgesaugt bekommen möchte und hat dann Dellen und Beulen, dann ist einfach meistens zu viel an einer Stelle abgesaugt worden und zu oberflächlich. Wir müssen einfach respektieren, dass unter der Haut eine gewisse Fettschicht sein muss, die die Haut stabilisiert, damit sie eben glatt ist. Wenn ich die einfach mit wegrasple, dann wird es einfach dellig. Das kann bis zu schlimmsten Bildern führen. Das sieht manchmal aus wie verbrannt. Die Haut klebt dann, im Prinzip ist dann die Haut so ausgedünnt, dass nur noch die Haut auf dem Muskel klebt. Da wollte ich nämlich auch nochmal fragen. Und das sieht nie gut aus. Nee. Aber das ist nämlich auch eine Sache, die ich oft gesehen habe. Ich glaube auch, wenn Fettabsaugungen gut gegangen sind, dass ich Leute sehe, die dann, wo das so draufgeklebt aussieht, wo die Haut aussieht, als würde die literally auf dem Torso kleben, weil es einfach sehr gut abgesaugt ist, glaube ich, und dann sehr lang das Mieder getragen worden ist und die Haut das macht, was sie machen soll. Aber dann sieht es halt so ein bisschen steif aus. Es sieht nicht mehr aus wie organische Genau, Haut. es sieht nicht mehr, es sieht steif aus und es sieht eigentlich uneben aus. Und es sieht eben auch grotesk zum Rest, den benachbarten, nicht behandelten Regionen aus. Und das ist, finde ich, kann nicht das Ziel sein. Daher für die ästhetischen Absaugungen sollte man wirklich ganz strikt darauf achten, dass diese kleine subkutane Fettschicht, die ist einfach wichtig, dass die erhalten bleibt. Alles klar, das ist das, weil ich wusste immer nicht, was da der Fehler ist. Und das ist der Fehler. Der Fehler liegt wirklich beim Anwender. You heard Sorry. it first. Sorry. Wie ist das denn im Gesicht? Weil das weiß ich auch, dass ich da in meinen fetteren Jahren am verzweifeltsten war, dass ich immer dachte, okay, Kinn absaugen gerne und dann gerne auch schon hier mal so hoch. Und dann habe ich auch überlegt, kann man eigentlich auch im Gesicht unterm Wangen noch ein bisschen saugen? Macht man das? Ja, also man kann natürlich, wenn Fett in einer Menge, auch gerade im Kinnbereich, sich angesammelt hat, kann man das sogar super absaugen. Die Kinn ist klar, aber geht man hier hoch auch? Ja, man kann auch die sogenannten Jawls, übrigens, du sagtest eben, ihr habt da so dicke Rohre. Mittlerweile sind diese Saugkanülen so dünn und auch durch die recht leistungsstarken Saugmaschinen kannst du auch durch geringe Lumina relativ gut absaugen. Und das ist natürlich fürs Gesicht wichtig, wenn ich in so eine Region gehe, wo darunter recht wichtige Nerven zum Beispiel verlaufen, dass man dann auch schonend absaugt. Aber das geht. Also den Kiefernlinienbereich auch oberhalb und natürlich unterhalb, das kann man super absaugen. Aber auch da gilt, nicht zu viel. Auch das kann genauso wie am Bauch komisch aussehen, wenn dann die Haut da so klebt. Aber jetzt so wirklich ins Gesicht unter den Wangenknochen, würdet ihr das machen? Nein, das ist eine No-Go-Area. Also das kann man machen und also man kann es machen, aber das ist unter ganz speziellen Auflagen nur durchzuführen. Wenn man eher diese Hamsterbäckchen hat, dann kämen wir wieder auf das Thema bukales Fett zu sprechen, dann eher das. Wenn man wirklich solche Hamsterbacken hat, dann kann man von N-Oral, also über den Mund, diesen Fettfropf entfernen oder reduzieren. Geht man da rein und holt das hier raus. Das muss man aber auch richtig gut können, weil ansonsten ist auch scheiße. Muss man gut können, muss man finden. Das ist auch eine Übungssache, ist aber eigentlich nicht schwer, wenn man, wie alles, was wir tun als Chirurgen, das ist ja, diese Fähigkeit, eine OP zu machen, die habe ich nicht im Studium gelernt. Da habe ich ganz oft zugeguckt, habe es ganz oft unter Beobachtung eines Könners durchgeführt, bis ich es mal selbst gemacht habe. Das dauert und das muss man einfach akzeptieren. Diese Lernkurve ist lang und im Ende ist es keine schwere Operation, aber das ist aus der Sicht des Betrachters dann. Ja. Wie sieht es denn jetzt aus mit
durch die GLP-1-Welle, durch die Welle von Ozempic, Wegovy, Mounjaro, wie sie alle heißen, würde ich jetzt mal vermuten, dass ihr, und ich glaube, das haben wir auch schon mal besprochen in der Folge, dass ihr viel, viel weniger absaugen müsst als früher. Ist das so? Ich habe es mal nachrecherchiert, weil ich wusste, dass die Frage kommt. Ja. Es ist nicht so krass, wie man denkt, weil ich habe manchmal den Eindruck, mein Gott, es sind ja gar nicht mehr so viele dicke Leute unterwegs. Auch Menschen, die ich kenne, sind plötzlich viel, viel schlanker. Das heißt aber nicht, dass es so signifikant jetzt sich niederschlägt, aber es ist nachweisbar weltweit, dass es einfach weniger Fettabsaugungen gibt. Dafür natürlich im Gegenzug mehr Straffungen, denn logischerweise viele nehmen schnell ab damit. Also das ist oftmals in Wochen eine hohe Kilozahl. Und da muss man dann eben schauen, was ist dann eigentlich mit der Haut los, mit dem Gewebe. Das nimmt dann proportional, wie das abfällt, natürlich zu. Ja. Jetzt haben wir das Thema Komplikationen gerade schon kurz angeschnitten. Was kann denn tatsächlich noch so passieren, außer dass es ein bisschen dellig ist? Unmittelbar, das sind die Komplikationen, die unmittelbar passieren können, nämlich ich entziehe dem Körper ja unter Umständen eine große Menge an Flüssigkeit, denn die Zellen bestehen ja auch zum größten Teil aus Wasser. Und wenn das dann in die Liter geht, man kann ja mehrere Liter absaugen in einer Sitzung, da gibt es auch verschiedene Ansätze. Manche sagen, man könnte jetzt 15 Liter absaugen oder 20 Liter absaugen. Bin ich nicht der Meinung, da läuft man ganz schnell Gefahr, dass da auch mal generell was schief läuft während des Eingriffs und das ist das einfach nicht wert. Aber man kann schon einfach 5, 6 Liter kann man auch absaugen, aber das bedeutet, wir müssen diese Flüssigkeit oder der Narkosearzt muss die Flüssigkeit substituieren. Das muss also in der Balance sein, wenn man da nicht richtig arbeitet oder alles nur immer in Lokalbetäubung macht und der Operateur alleine ist mit einer Schwester, dann kann er unter Umständen eben so eine Komplikation nicht wirklich gut beherrschen. Weswegen ich meistens für eine Narkosearztbegleitung bin, was heißt nicht immer eine Vollnarkose, aber da muss da stehen und dabei sein und aufpassen, weil da passieren die schlimmsten Sachen, wenn man da nicht genau ist. Okay, und wie führt man die Flüssigkeit wieder zu? Ist das Kochsalz? Nein. Doch, einfach. Okay. Es ist Kochsalzlösung, natürlich mit ein paar Medikamenten, die den Kreislauf stabilisieren. Da muss man schon mehr reinlaufen lassen als bei einer üblichen Operation, die vielleicht 2, 3 Stunden dauert. Wir können ja nichts trinken während der Operation. Und das ist eine Sache des Narkosearztes. Das finde ich immer so, es wird immer so easy gesagt. Also wir saugen mal eben in Lokalbetäubung, da spritze ich ein bisschen Lokalbetäubung, das saugen wir ein paar Liter raus. Das würde ich nicht empfehlen. Und also ich kann mich auch erinnern, als wir bei mir da das Fett rausgeholt haben, um das woanders wieder reinzutun, das war jetzt nicht, um mich abzusaugen, sondern einfach, weil wir ernten mussten sozusagen. Und das ist jetzt auch nicht easy peasy angenehm. Nee, also das ist angenehm und das kommt ja noch dazu, die Lokalbetäubung, die ist schon, man muss auch schauen, eine Lokalbetäubung ist ein Medikament, wie Lidocain beispielsweise, das hat auch, ich will es jetzt nicht zu detailliert beschreiben, aber das kann auch herztoxisch sein. In größeren Mengen kann auch sozusagen das auf den Herzschlag sich auswirken. Okay. Und auch da muss man eben aufpassen. Ich bin echt vorsichtig. Daher nicht das zu sehr auf die leichte Schulter nehmen. Okay, das ist doch gut zu wissen. Kurz mal preisliche Abfrage. Wissen wir natürlich, ist klar, es kommt immer darauf an, wie viel gemacht wird, was genau gemacht wird, welche Kombination gemacht wird. Aber wenn wir jetzt mal so eine klassische Fettabsaugung am Bauch, an der Hüfte irgendwie hätten, was ist da so in welcher Preisklasse bewegen wir uns da? Ja, das fängt so mit 3.000 Euro an, Pi mal Daumen, kommt immer auf die Fläche an, wie viel Aufwand dabei ist oder ist noch zusätzlich eine Straffung mit dabei, mit einem Gerät, das ist natürlich dann nochmal on top ein bisschen teurer. Da gibt es auch, die neuesten Geräte sind natürlich meistens immer am teuersten, also die ja auch am wirksamsten sind. Das kann dann einfach nochmal 3.000 Euro kosten und jede weitere Zone wird dann in geringeren Beträgen sozusagen aufaddiert. Im Ende zugrunde in Deutschland liegen ja immer diese GOE-Rechnungen. Ne? Das sind diese Gebührenordnungsabrechnungen wie beim Privatarzt. Und damit wird das dann auch ein bisschen berechnet. Aber man muss so rechnen, ja, wenn es Bauch und Flanken sind, sind es vielleicht 6.000.
Alles klar. Jetzt, wo wir so schön geerntet haben und die Säcke voll haben mit wunderschönem Fett, machen wir es nicht wie bei Fight Club und machen Seife draus, sondern wir machen andere Sachen damit. Jetzt erstmal, bei der Recherche habe ich überlegt, dann habe ich geguckt und dann habe ich gezweifelt, ob das stimmt. Können wir komplett eine Brust machen, zum Beispiel eine Brustvergrößerung, nur mit Eigenfett? Ja, das geht. Aber wie verlässlich ist das? Weil wenn sich das wieder abbaut, zum Teil? Das ist genau die Frage und ganz verlässlich ist es nicht. Es gibt keine, es ist nicht wie ich stecke da jetzt ein Implantat von 200 Kubikzentimetern rein und ist es dann halt so, sondern wir müssen eben die Resorptionsquote, die Take Rate, die ist sehr unterschiedlich von Patientin zu Patientin. Und deswegen müssen wir wirklich ganz strikt sagen, eventuell müssen wir das wiederholen, habe ich ja eben schon gesagt. Manchmal, gerade für eine Brustvergrößerung, müssen die 2-3 Mal kommen, um das gewünschte Ergebnis zu haben. Und wir können auch nicht von A auf Doppel-D. Nee. Da geht halt ein Körbchen. Vielleicht auch mal 1,5. Können wir da Symmetrie garantieren zum Beispiel? Nein. Auch nicht. Die Symmetrie ist meistens gar nicht so das Thema, dass es sich asymmetrisch resorbiert, die eine Seite gar nicht, die andere 4 im schlimmsten Fall. Das habe ich noch nicht erlebt. Das ist auch nicht die Hauptbeanstandung. Viele sagen, sie sehen gar nichts. Das kommt auch vor. Dann holt man natürlich die Vorherbilder raus. Man sieht meistens schon doch was, aber oftmals nicht das, was man sich gewünscht hat. Ich berate bei Brustvergrößerung in der ersten Linie eher für eine gute Implantattechnik. Gibt's ja auch, können wir auch mal eine Folge machen, gibt es gerade neue Entwicklungen. Aber es gibt ja Leute, die wollen einfach gar kein Implantat. Die sagen, nee, dann, also für mich ist das ausgeschlossen, geben Sie mir nur die Alternative und ich entscheide, ich nehme die Alternative oder lieber nichts. Dann ist Fett genau das Richtige. Und ich könnte mir vorstellen, vielleicht bin ich da jetzt auch zu fantasievoll, aber gerade so Transgirls, ich muss an 2 Girls denken, 2 Transgirls, die ich kannte oder kenne, die relativ früh am Anfang ihrer Transition, wo noch nicht so viel Brustgewebe sich gebildet hatte, da schon relativ große Implantate reingedonnert haben. Und das sah dann genauso aus. Also es war halt eine sehr, sehr flache, magere Brust mit einem plötzlich sehr dicken Implantat und das hat man voll gesehen. Könnte man sowas nicht auch so umfüttern mit so ein bisschen Eigenfett, damit das irgendwie schöner und organischer aussieht? Richtig, nennt sich Hybrid. Es ist eine Hybrid-Brustvergrößerung. Das ist die absolut super Idee, dass wir dann dieses nicht vorhandene Fettgewebe, weil ja, ist ja auch nicht, kann man das natürlich viel natürlicher gestalten. Ja. Das sieht einfach viel besser aus und du sagst gerade, ich habe heute Morgen eine Patientin gehabt, die hatte ein geflipptes Brustimplantat, das habe ich glaube ich vor 6 Jahren gemacht, da hat sie gerade, ist in ihrer Transition, hat gerade mit den Hormonen damals angefangen, sah genauso aus, wie du das beschrieben hast, alles so prall dann. Jetzt kam sie eben vor Wochen, geflipptes Implantat. Warum? Hormone, Brust ist jetzt riesig gewachsen. Also eigentlich hätte die ja gar kein Implantat gebraucht, das klappt ja auch nicht bei jedem, aber dann ist die Brust auch schon fast so, dass man sich straffen muss und dass das Implantat da drin rumwabbelt. Ne? Also diese Entwicklung kann man ja nicht voraussehen und dann musste ich da heute ein bisschen optimieren und da hat sich so viel Fett ums Drüsengewebe gebildet, dass auch eine Fettinjektion wäre jetzt untergegangen im Ende, wenn man sie damals gemacht hätte, aber das gibt's eben auch. Gut, also das ist die Brust. Jetzt überlegen wir haben natürlich den BBL schon besprochen in vielen anderen Folgen. BBL? Ja, Riesentrend, Gott sei Dank vorbei, der Trend. Ist quasi vorbei. Es gibt natürlich immer mal Anfragen, aber nicht mehr so viele. Ja, aber das ist ja im Endeffekt, wird abgesaugtes Fett wird da wieder reingepumpt, relativ massiv. Massiv muss man auch öfter mal wiederholen, sieht manchmal auch nicht so gut aus. Da gibt es ja richtig Spezialisten, die sich die sind aber auch jetzt geschrumpft, also die Anzahl dieser Spezialisten ist geschrumpft. Die übrig geblieben sind, die haben auch immer noch genügend Patientinnen, die sind auch gut, die haben die Technik verfeinert. Also wir machen das hier nur noch in Ausnahmefällen. Gibt's Oder ich rede jetzt mal von mir. Body Sculpting Geschichten, die man mit dem Fett sonst noch so macht, also was jetzt den Körper angeht, außer Brust und BBL, oder sind das die beiden Hauptthemen? Das sind eigentlich die beiden Sachen. Was ich immer gerne auch bei so einem Thema mit anspreche, ist natürlich auch Narben oder Zustand nach Hämatom. Du hast ganz oft schon gehabt, bisschen
man fällt hin, hat ein Hämatom am Oberschenkel, riesengroß. Im Abbauprozess des Hämatoms werden auch Fettzellen mit zerstört und dann entsteht eine Delle. Ach. Das ist sehr häufig. Ja, und das kann man super mit Eigenfett korrigieren. Das saugt man ab. Schau an, das ist etwas, kommt häufiger vor. Spannend. Ja, ganz klassisch. Oft Frauen so ein bisschen mit so ein bisschen kräftigeren Oberschenkeln. Also nicht mal, also die finden das auch gut, ihre kräftigen Oberschenkel. Darum geht's gar nicht. Aber die fallen hin mit dem Fahrrad, haben ein riesen Hämatom, wochenlang, will sich nicht abbauen und dann bleibt im Ende nach ein paar Monaten eine echte Delle. I didn't know that. Ja, das ist super für Eigenfett. Okay. Jetzt haben wir den Körper, glaube ich, so, ne, das Shaping und das Absaugen. Und, ne, jetzt lass uns mal zu The Golden Magic kommen. Was macht ihr denn dann im Gesicht? Was macht ihr da unterstützend bei Facelifts, bei Rejuvenation, Healing, was auch immer da passiert? Das ist eben die breite Anwendung und das ist natürlich auch so ein bisschen mein Steckenpferd über die Zeit geworden, dass ich es eigentlich fast immer bei jedem Facelift schon mitmache, wenn natürlich Fett da ist, was man ernten kann, sage ich mal, ist das einfach eine super Geschichte, um in den verschiedenen Schichten auch ein bisschen Enhancement zu machen. Oftmals, wenn Volumen fehlt, kann man das mit kleinen Fettzellen, die auch blutversorgt dann wieder andocken, Volumen aufbauen. Wir können mit zerhäckselten Fett, mein sogenanntes Nanofett, können wir ähnlich wie bei Fillerinjektionen die Haut ein bisschen erfrischen. So erkläre ich das immer. Wir haben ja im Prinzip auch dort ganz viele wichtige Zellbestandteile, die dann für die Haut einfach eine Kollageninduktion bewirken können. Und das wird sehr oberflächlich eingespritzt. Das hatte ich übrigens bei dir auch gemacht. Das war eine Mischung zwischen Mikro- und Nanofett im Unterlidbereich. Und das sind super Indikationen, funktionieren gut. Man darf es nie übertreiben, ist meine Meinung, und lieber weniger als zu viel machen. Denn wir müssen eins wissen: Die echte Fettzelle, die ich am Bauch absauge und die ich dir jetzt, was weiß ich, in die Wange, weil deine Wangen zu flach sind, da einspritze, dann sieht das gerade mal gut aus. Wenn du aber nach ein paar Jahren zunimmst, ist die Fettzelle dann nicht eine Gesichtsfettzelle, sondern immer noch die Bauchfettzelle und die will dann fett werden und dann, da gab es mal einen amerikanischen, der Fettpapst, ich sage jetzt keine Namen, Jahre her. Könnt ihr wahrscheinlich googeln, da gab es eine Webseite, The Victims of Dr. Und dann haben die Fotos reingesetzt nach Jahren, ne? Die waren dann in den 40ern, haben sich das machen lassen und waren dann irgendwann 60, ist aus den 80ern, ne? 80er, 90er Jahre. Es war ein Pionier, der hat natürlich auch diese Pioniere in der ästhetischen Medizin, gibt es nach wie vor. Die haben Innovationen gebracht. Im Ende war das aber oftmals eben nicht das Finale. Ne? Es hat sich immer weiter verbessert. Es ist gar nicht schlecht gewesen. Die Ideen waren immer gut, aber man war da etwas dann hat man es halt blauäugig später gelernt. Okay, jetzt, das klingt so ein bisschen so, als hätten diese Fettzellen, die man da so gewinnt und die Art und Weise, wie man die aufarbeitet, das klingt schon fast, als hätte das so Stammzellqualitäten. Ist das so oder ist das anders? Ich meine, auch das ist so eine Sache, das ist eine Ja-Nein-Antwort wieder. Wir haben, wenn wir Fett absaugen am Bauch, immer eine Mischung von verschiedenen Zellen, man nennt das also diese stromalen vaskularisierten Zellen, die haben auch nur im Anteil ein paar Stammzellen dabei. Die kann man recht aufwendig isolieren. Es gibt also auch Labore, die das machen. Und die sind natürlich besonders gehaltvoll. Ne? Die haben also alles, eine Stammzelle hat natürlich eine ganze Menge an Informationen, die für unseren Körper wichtig ist. An die will man ja immer gerne ran. Aber das heißt nicht, wenn ich das da absauge, dass du eine Stammzellentransplantation bekommen hast. Also überhaupt gar nicht. Ja. Aber der Trend ist da. Es gibt mittlerweile Stemcell-Labore und Banken oder Stemcell-Banks, die auch diese isolierten Stammzellen konservieren durch Einfrierung und sie abrufbar machen. Wobei das ein ganz ethisch ein schwieriges Thema ist. Das ist nicht überall erlaubt. In der Schweiz gibt es diese Labore mittlerweile. In Deutschland nicht. In Deutschland nicht. Was ist unser Problem mit Stammzellen? Erklär das ist im Gesetz so verankert, dass wir ja mit den Stammzellen auch gegebenenfalls, wir wissen es ja noch gar nicht, Unfug treiben können.
Und dem wird vorgebeugt, indem man da schon mal den Riegel vorschiebt. Was für Unfug denn? Also es geht um Zellen aus unserem eigenen Körper, es geht um Zellen aus fremden Körpern. Das ist die ethische Frage. Du lagerst ja sozusagen Zellen von jemandem irgendwo ein. Was passiert, wenn die geklaut werden? Oder was passiert, wenn sich die Wissenschaft so entwickelt, dass sie aus diesen Stammzellen irgendwas klonen können? Ich will mich da auch gar nicht weit aus dem Fenster lehnen, aber es gibt berechtigte Vorbehalte, die eben in einigen Ländern so Restriktionen eingelegt haben, dass wir das hier gar nicht machen dürfen und auch sogar in der Schweiz, wo diese Stem Cell Bank existiert und bestimmt ein interessantes Projekt ist, die behalten sich aber auch vor, dass sie nicht wissen, was dann später damit passiert. Also das ist dann einfach so, diese Schweizer Geschichte. Ich finde es aber interessant. Und auch da, glaube ich, sollten wir uns nicht verschließen, auch in diese Wissenschaft einfach mit zu beobachten und nicht immer alles gleich abzulehnen. Ja, es klingt halt vor allem so viel sinnvoller als vieles andere, was wir so mit unseren Körpern machen, was wir da so reinpumpen. Also zu gucken, es ist was wirklich organisch ist und wir haben diese Information da drin, wir können die schützen, wir können die benutzen. Das klingt doch erstmal toll und weiß man ja auch für ganz viele Krankheiten, chronische Krankheiten, so eine einzigartige Chance, da irgendwie eine Heilung oder eine Verbesserung hinzukriegen. Also ja. Richtig, ja. Also die Forschung ist breit. Ja. Und es beschäftigen sich immer mehr damit. Und ich bin gespannt, was kommt. Wir sind da auch immer ziemlich nah am Puls, weil wir ja auch, wie gesagt, eine Klinik in der Schweiz haben, wo natürlich ganz andere Anbindungen sind, wo man dann eben auch viel mehr noch mitbekommt, was diese Entwicklung angeht. Das heißt, theoretisch könnten ja dann KundInnen von euch, die da Interesse haben, die aber nicht in der Schweiz wohnen, könnten ja dann quasi in der Schweiz andere Treatments bekommen bei euch als hier. Legal. Ja, was das angeht, könnten sie das machen. Das ist natürlich nicht von der Staatsangehörigkeit abhängig, das von dem Land, wo das durchgeführt und eben gelagert wird. Ich meine, ähnlich wie die Schweizer Bank, da kannst du ja auch hingehen und dann dein Geld einlagern. Also das ist schon möglich. Da kann man auch sich mal genau darüber erkundigen. Da bin ich aber auch... Da kann ich jetzt keine Aussagen machen, was macht das in der Zukunft. Ich glaube, da gibt es auch ganz wilde Illusionen und Vorstellungen, dem kann ich jetzt nicht noch Feuer sozusagen reinschieben. Das ist noch in der Entwicklung, aber es ist möglich und ich will es auch, wie gesagt, nicht verteufeln. Same. Aber gut, das heißt, wir sind bei dem gefilterten Fett, bei dem rausgezogenen Fett sind noch viele Möglichkeiten offen, glaube ich. Da ist ja noch viel zu lernen auch, ne? Richtig, da ist noch viel zu lernen. Das ist, ich will nicht sagen, das steckt in den Kinderschuhen, das bestimmt nicht. Dafür gibt es das alles viel zu lange und es gibt super Ergebnisse. Wir wissen viel mehr als noch vor einigen Jahren, aber ich habe das Gefühl, es kommt noch mehr auf uns zu. Und ich bin immer bei jedem Kongress immer noch überrascht, was dann nochmal wieder neu rausgekommen ist, was auch wieder funktioniert und was für Ideen dahinter stecken. Da gibt es gibt ja mittlerweile Fettkongresse. Es geht ja wirklich nur um diese Fetttransplantation, Stammzellen und so weiter und so fort. Es gibt natürlich ganz viel wissenschaftlichen Background, den ich jetzt hier so nicht wiedergeben kann, ist auch gar nicht mein Feld. Aber man bildet sich ja weiter, sagen wir mal so. Toll. Und wir sind ja am Ende die Anwender. Ja. Nein, ich bin auch, also muss ich wirklich sagen, wir haben das zweimal, glaube ich, bei mir gemacht jetzt im Gesicht und ich muss wirklich sagen, es ist im Vergleich zu irgendwelchen Filler-Geschichten, die ich früher hatte, es sieht ultra natürlich aus, man sieht es nicht, außer dass es halt irgendwie frischer ist und ein bisschen straffer ist, ein bisschen glatter ist, ein bisschen voller ist, ohne dass jetzt irgendwie ein Filling da ist. Also ja, würde ich jederzeit wieder machen und gerade auch für Leute, die ein Problem mit Aknenarben haben, wenn ihr alles andere probiert habt, probiert echt mal das, weil war für mich ein Gamechanger. Ja, bietet's auch immer an. Ja, finde ich toll. Gut, jetzt ist die Folge auch schon eigentlich rum, weil wir echt lange gequatscht haben. Ich könnte noch eine halbe Stunde weitermachen, weil es mich wirklich interessiert, aber das machen wir dann vielleicht ein anderes Mal nochmal. Ja. Wir haben ja immer einen kleinen zeitlichen Rahmen, den wir hier auch einhalten wollen. Insofern, yes. Mein Schatz, das war sehr, sehr spannend und sehr interessant. Dankeschön, freut mich. Ja, weil ich weiß, dass so viele Leute Fett zu verteufeln und immer nur denken, das ist was Schlimmes, was man irgendwie loswerden muss, auf welche Art auch immer. Und dass da so viele Chancen drin stecken, auch für die Ästhetik, haben, glaube ich, viele Leute nicht auf dem Schirm. Nee, glaube ich auch. Und gerade wenn man mit Allergenen zu tun hat oder wenn man irgendwie das Gefühl hat, man will sich nichts Chemisches so sehr in den Körper ballern. Es ist doch nichts besser, als sein eigenes Material zu verbauen und man hat auch ein Nächste bisschen Folge mehr Eigenurin. Da bin ich nicht der Experte für. Ich auch nicht.
Anyway, gut, ihr Süßen, das ist ein guter Punkt, um diese Folge zu beenden. Wir sehen uns nächsten Monat wieder. Wenn ihr einen Termin bei Christian haben wollt, dann wisst ihr, wo ihr das bekommt. Nämlich entweder sucht ihr die Website auf metropolitanaesthetics.de oder ihr ruft die hier eingeblendete Nummer an oder die E-Mail, die ich auch einblende, und dann könnt ihr einfach Kontakt aufnehmen und fragen, ob der Herr Zeit für euch hat, um euch mal anzuschauen. Und wir hören uns dann einfach in einem Monat wieder und sehen uns in einem Monat wieder. Und bis dahin bleibt ihr uns gewogen und empfehlt uns gerne weiter, hinterlasst einen Kommentar und so. Wissen wir schon das nächste Thema? Yes, wir wissen schon das nächste Thema. Soll was sagen? Ja. Mummy Makeover. Haben ja viele gefragt. Ja, das ist wirklich ein Thema, das aus der aus der DM kam. Das hat uns jemand eine E-Mail geschickt, glaube ich. Ja. Und in den Kommentaren steht es immer. Aber ja, genau, Mummy Makeover. Mummy Makeover, und ich bitte dich, wenn wir dann die nächste Folge aufnehmen, dass du mich bitte als erstes fragst, wie ich dieses Wort Mummy Makeover finde. Kriegst du eine Antwort? Ich hoffe, das weiß ich nächsten Monat noch. Bis dann. Tschüss.